Why you choose the quadrilateral lengthening? After surgery, how was your pain? How was your physiotherapy session? How was your nutrition before the surgery? How is your lengthening? Why you want to do limb lengthening surgery? Is there any special reason? What was your height before the surgery? People asking always, how is the life in the rehabilitation center? Hello everyone, I'm head physiotherapist Akın. Today I'm here with my patient and he did quadrilateral surgery and one of them femur precise 2 method and one of them tibia alignment method. After surgery today, we can say 4 week, right? Yeah, we are in the fourth week. Okay. How do you feel? Oder ich erkläre es mal ein bisschen auf Deutsch. Das ist jetzt meine 4. Woche. Die OP ist sehr, sehr gut verlaufen. Ich hatte natürlich anfangs Schmerzen gehabt, auch mit dem Aufstehen Probleme gehabt, aber mit jedem Tag ist es dann viel, viel besser geworden. Ich kann mittlerweile ohne diesen Walker gehen. Das habe ich die ersten 2 Wochen benutzt. Mittlerweile benutze ich einfach normale Krücken. Da kann ich auch viel besser gerade stehen und es läuft sehr, sehr gut. Die Schmerzen sind kaum noch da. Ja. How is your daily routine? Can you do by yourself? Actually, at the beginning, not so much, but after a few days, it gets more better. You know why? The first week, I can say in 10 days, after surgery in 10 days, you have the swelling. And it's your body reaction. That's why you cannot, before the surgery, your daily routine cannot do same. But right now it's okay, right? You don't have any problem? Also die Schwellungen auf dem Oberschenkel waren am Anfang auch sehr groß. Die sind als erstes weggegangen. Die Schwellungen unten und in den unteren Beinen hat einige Tage gedauert, weil da auch 2 Knochen sind, Doppelbrüche sind. Das hat ein paar Tage länger gedauert, aber mittlerweile sind die ganzen Schwellungen weg. Meine tägliche Routine ist, ich kann selber zum Kühlschrank gehen, selber mir was essen, kochen, bestellen. Mein täglicher Bedarf, Zähne putzen, Gesicht waschen. Ich kann mein Bett machen, selber alleine aufstehen, ohne Hilfe. Ich hole mir meine Kühlpads, was ich dann auf diese Wunden drauf tun kann, dass es dann besser abkühlt. Es läuft alles sehr, sehr gut. Why you choose the quadrilateral lengthening? Also ich wollte als erstes nur die Oberschenkel haben, bestimmt Zentimeter lang. Und da die Kombination viel, viel effektiver, viel besser ist, habe ich mich dann für beide entschieden. Leider ging es unten diese Priesters-Methode, nicht nur Lohn-Methode, weil mein Knochenkanal einfach nicht zu groß war. Sonst bei den Priesters ist es ja so, dass die Metallstäbe in den Knochen eingesetzt werden. Und leider ist es unten der Knochenkanal so dünn gewesen, dass es leider nicht reingepasst hat. Sonst hätte ich natürlich beide Optionen als Priesters genommen. Im Oberschenkel-Priesters-Methode ist es auf jeden Fall weniger schmerzhaft, tut kaum weh, gar nicht. Ich merke das auch nicht, auch bei der Verlängerung. Which one is comfortable? The Priesters one. die oberen, also Oberschenkel ist viel angenehmer, viel komfortabler. Unten ist es natürlich beim Schlafen ein bisschen Problem. Wenn man sich nach rechts, links drehen möchte, ist es ein bisschen problematisch. Man kommt auch mit dem Metall manchmal auch dran, aber ist schmerzhaft, tut gar nicht weh, schmerzfrei. Natürlich am Anfang tut es natürlich immer weh. Ist auch eine große Operation, ist auch nichts Kleines. Aber mit der Zeit wird es immer besser, jeden Tag wird es besser und die Physiotherapie hilft auch angenehm. Okay, I want to talk about the pain. After surgery, how was your pain? After surgery, first day. The pain level was 10 auf 10. Also die Schmerzempfindung war wirklich 10 auf 10. Hat schon sehr weh getan. Und mit der Zeit wurde es besser. Die ersten 10 Tage sind schon schmerzhaft, aber ab dem 14. Tag, nach 2 Wochen, ist es angenehmer. Ich konnte viel, viel besser schlafen. Und wenn man Schmerzen hat, bekommt man auch hier durch die Krankenschwester Medikamente. Und die Schmerzen sind dann vertretbar, tragbar. Und ja, also mittlerweile kaum noch Schmerzen da. Ich kann auch selber alleine aufstehen, selber gehen. Es wird immer besser. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, oh Gott, wie soll ich jetzt die 3 Monate mit diesen Schmerzen überstehen? Aber die Schmerzen sind wirklich nach 2 Wochen kaum noch da. Durch diese Strecken, weil die ganzen Muskeln müssen ja auch durch den Knochen auch gezogen werden. Die ganzen Adern, Fasern und so weiter. Ja, also Physiotherapie ist auf jeden Fall ein Muss, das man auch macht. Und die sind auch sehr, sehr qualifiziert. Alles sehr, sehr gut. Super nette Leute hier. Und es läuft wirklich sehr, sehr gut. How was your nutrition before the surgery and right now, how is your? Before I just eat junk food and cola, Red Bull, stuff like Sugar. that. A lot of sugar. Okay. Also wie gesagt, ich habe vorher mich sehr ungesund ernährt, nur Fast Food,
viel Zucker, alles Mögliche gegessen. Nach der OP habe ich mich auch sehr, sehr gut ernährt. Ich habe auch 1-2 Kilo schon abgenommen. Mein Ziel ist auch hier natürlich durch die Ernährungsumstellung, durch die Ernährungsberaterin, dass wir auch sehr gut abnehmen, uns besser ernähren. Wir bekommen auch sehr viele Vitamine, Calcium, Magnesium, auch für die Knochen. Am Anfang war es schwierig, weil wir kein Zucker, kein Salz, ist ja alles verboten durch die Schwellungen. Und wir achten sehr, sehr viel drauf, auf die Ernährung, auf den Sport, Physiotherapie, Medikamente, Bandagen werden immer wieder gewechselt durch die Krankenschwestern und so weiter. Es ist sehr, sehr hygienisch, sehr sauber. Why you want to do limb lengthening surgery? Is there any special reason? Also ich war schon immer klein, ich bin 1,67 groß und auch damals als Kind war ich immer der Kleinste in unserer Gruppe. Alle meine Freunde waren alle größer, 1,75, 1,80 und das hat mich schon immer begleitet, jahrelang. Und da dachte ich, okay, jetzt hast du die Möglichkeit, die Zeit, das Geld. Und da habe ich gesagt, jetzt investiere ich jetzt mal etwas in mich, für meine Zukunft. Und ich bereue es nicht. Am Anfang nach der OP dachte ich mit den Schmerzen, oh Gott, was hast du dir da angetan? Aber das war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Und mein Ziel ist auf jeden Fall 1,82 ist unser Ziel. Aber wenn die Ärzte sagen, wir wollen bei 1,80 aufhören, dann würde ich auch sagen, weil ich will auch natürlich noch gesund bleiben. Aber natürlich ist unser Ziel primär 1,82. Aber 1,80 würde dann auch reichen und ich bin auf jeden Fall mittlerweile zufrieden. Wir haben jetzt 4 cm erreicht mittlerweile und ja, läuft gut. What was your height before the surgery? 167. Okay, what's your goal? 182. 182. That's good. People asking always how is the life in the rehabilitation center and how was your time in the center? Also meine Routine, mein Tagesablauf hat sich auch natürlich geändert. Ich stehe morgens auf um 8 Uhr, verlängere dann die unteren Beine. Eine Stunde später mache ich dann die oberen Beine. Danach habe ich mein Frühstück. Dann geht es ab zum Physiotherapeuten. Eine Stunde, da habe ich dann meine Gymnastik. Anschließend komme ich dann wieder zurück, nehme meine Medikamente. Habe dann die nächste Session, muss dann nochmal verlängern. Immer 0,25 mm unten, 1 mm obere Schenkel. Da mein Knochenwachstum sehr, sehr gut ist, sehr, sehr ausgeprägt ist. Nachmittags gehe ich dann zu meiner zweiten Sitzung runter. Anschließend dann ins Gym, Fitness. Dann bestelle ich mir mein Mittagessen, ich esse was, lege mich dann für 1-2 Stunden manchmal hin. Habe meinen Fernseher hier, habe mein Playstation hier. Ganz normale Routine. Zähne putzen, Gesicht waschen, Haare waschen, pflegen natürlich, Medikamente nehmen. Dann gehe ich auch manchmal runter in die sozialen Räume. Da haben wir dann Informationsaustausch mit den anderen Patienten. Wir unterhalten uns viel. Es sind sehr, sehr viele aus Amerika hier, aus Japan, aus Italien, aus Deutschland. Da lernt man auch viele kennen und der Tagesablauf ist schon komplett ausgefüllt, von morgens 8 bis abends 8. Dann sind wir auf unserem Zimmer, schalten den Tag ab, lasse ich alles abklingen. Ansonsten ja, mit der Familie telefonieren, ist ganz normale Routine. Also der Tagesablauf wird immer besser, jeden Tag immer besser. It's not boring, right? No. Okay. How is your lengthening? Because you're doing femur and tibia. Is it hard for you? Nachts ist der Schlaf, manchmal wache ich auf durch die Schmerzen, das ist normal. Aber das sind keine jetzt unangenehmen Schmerzen, man soll sich das so vorstellen, wenn man Muskelkater hat beim Fitness, wie sich das am nächsten Tag so fühlt, so fühlt sich das dann an und die Schmerzen wandern, kommen und gehen manchmal hat man am ganzen Tag gar keine Schmerzen. Am nächsten Tag da sind dann die Schmerzen da für eine halbe Stunde da. Aber das sind tragbare Schmerzen und ja, angenehme Schmerzen, sage ich mal so. Pain can be managed, right? Yes. Also der Körper stellt sich auch auf die Schmerzen an und das Schmerzempfinden wird dann jeden Tag viel besser. We have a lot of devices in the physio room. What's your favorite machine? Also ich bekomme ja jeden Tag unterschiedliche Physiotherapie-Massagen. Also es ist einmal mit kalter Massage, mit so einer Maschine. Dann gibt es also diese Hitze-Laser-Behandlung. Dann gibt es natürlich auch leichte so Elektroschocks. Das sind alles eigentlich meine Favoriten, aber mein Favorit ist dann schon diese elektrische. The people asking always quadrilateral surgery is harder than a normal surgery. For example, just one femur operation. And how was your pain, for example, at the beginning, right or right now? Ich spüre da nichts mehr, keine Schmerzen. Es ist eine tägliche Routine geworden, ne, ob ich das schon mein Leben lang hätte. Und
man spürt da nichts mehr. Also man spürt da nichts mehr. Ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Die Erfahrung, Schmerzen sind mittlerweile kaum noch vorhanden. Die ganze Ernährungsumstellung ist auch viel besser geworden. Die Physiotherapie hilft unangenehm viel und ja. Also I'm so happy for you because you can walk without anything. Ja. Without crutches, without walker. Also mittlerweile kann ich auch viel besser gehen, auch manchmal auch ohne Krücken. Es ist natürlich am Anfang ein bisschen schleppend, weil der Knochen muss ja noch zusammenwachsen und in den nächsten 6 bis 4 Wochen wird das ja entfernt und wenn die Wunden dann zu sind, dann werden wir auch natürlich schwimmen gehen, in die Sauna gehen, wenn es alles verbessert hat und mein Ziel ist natürlich dann in den nächsten 3-4 Monaten dann komplett ganz normal wieder zu gehen, mein ganz Leben zurückzugehen, ganz normale Routine, genau, ja. Okay, thank you for all answers. Gerne, ich bedanke mich. Danke euch. Thank you for watching us. See you later. En ucuzunu seçtiniz. En ucunuzu. En ucuzu. Dur burayı keser. Ben anlamadım ya şimdi ne anlattım ne sorsam. Dur. Why you did the limb